Das ist die neue Scherenhebebühne und die soll jetzt hier in den Boden rein. Das ist eine Scherenhebebühne mit jeweils 2 Zylindern pro Seite. Deswegen braucht man keine Einrastung. Die ist gebraucht gekauft, aber nochmal überarbeitet worden. Ich packe die jetzt aus und die soll dann hier im Boden eingelassen werden, damit zukünftig, wenn ich mal an Autos schraube, ja, es alles einfacher geht. Ich habe mir vorgestellt, hier ein paar Schnitte zu machen, die dann im Boden, in der Bodenplatte einzulassen, damit man schön bündig hier reinfahren kann, egal wie tief das Auto ist. Oder wenn ich auf meinem Hubwagen was rangieren möchte, da hinten zum Beispiel den Tisch, dann darf das alles nicht stören. Ja, ich pack's mal aus. Hier ist die schöne Bedieneinheit, heben, senken, Hauptschalter. Und jetzt werde ich die Dinge erstmal versuchen, mit meinem Kran hier runterzuheben. Die Hebebühne liegt jetzt erstmal so weit, wie sie vielleicht am Ende liegt. Das ganze Kabelgewirr ist da unten. Ich habe hier mal den Steuerungskasten aufgemacht, ein bisschen reingeguckt. Hier unten ist die Hydraulikpumpe. Dann habe ich hier so eine kurze Zuleitung gehabt. Da waren Lüsterklemmen dran oder irgendwas anderes. Das ist alles ein bisschen scheiße. Deswegen habe ich hier eine neue Zuleitung gekauft, meine lange. Und werde die jetzt hier anschließend durchführen, damit ich mal den ersten Test machen kann. Ich habe hier gesehen, hier sind noch überall diese zweiadrigen Kabel. Die liegen auch hier unten überall rum. Wenn ich die im Boden versenke, werde ich wahrscheinlich die ganzen Leitungen hier, die hier unten durchgehen, die werde ich wahrscheinlich auch ersetzen, je nachdem, ob es von der Länge her passt. Aber jetzt geht es erstmal darum, die anzuschließen und dann mal hochzuheben, weil ich habe gesehen, hier ist Öl drin. Sollte dann eigentlich funktionieren. Ich habe das jetzt so lange hier abisoliert, damit das da oben dran kann und die Erde kommt hier unten da dran. Das alles passt. Und da mache ich noch eine Durchrutschsicherung, damit das Kabel nicht durchgezogen werden kann. Und die Erde muss hier auch immer ein Stück länger sein. Falls mal Zug auf die Kabel kommt, ist erst die anderen Kabel abreißen und die Erde als letztes. So, der Stecker ist jetzt auch angeschlossen. Wir werden die Bühne jetzt mal in Betrieb nehmen. Und das ist immer sehr spannend, weil ich weiß nicht, wie der Motor hier angeschlossen wurde. Da, dieses Kabel, irgendwo geht's rein, hier unten. Ich habe es jetzt ganz normal angeschlossen, braun, schwarz, grau, L1, L2, L3. Hier können wir noch tauschen. Das war ein bisschen seltsam, dass da nämlich die Phase 1 auf dem zweiten war. Es geht dann hier runter, vielleicht wurde es irgendwie da getauscht, vielleicht ist es irgendwie da getauscht. Upsi. Ich stecke es jetzt mal ein und gucke, was passiert, ob der Motor läuft, ob er richtig rumläuft, falsch rumläuft und dann sehen wir ja. Es könnte sein, dass er falsch rumdreht. Anscheinend dreht es jetzt richtig rum. Das ist doch mal eine ordentliche Höhe. Deswegen habe ich mir die geholt, weil hier 2 Hydraulikzylinder sind. Da braucht man nicht diesen Druckluftanschluss mit diesen doofen Klauen. 2 hier, 2 da. Um die Position jetzt festzulegen, wie sie hier so rumliegt, die Hebebühne, mache ich hier von drüben ein Maß und habe mir auf meinem Blog aufgeschrieben, was ich für Maße brauche. Und markiere das jetzt auf dem Boden. Ich werde das mit dem Laser machen. Ich habe hier so einen Punkt hingemacht. Da muss der Laser dann drauf, das sieht man dann so ein bisschen. Und dann geht die Laserlinie hier entlang. Dann habe ich hier noch einen Strich gemacht, damit es dann schön fluchtet alles. Gehe jetzt hier 63 rüber. Dann habe ich genau diese Flucht hier. Da hinten ist ja schon der Kleber. Und das mache ich jetzt auch noch mit den beiden Ecken hier. Der Kante hier und der Kante. Und dann mache ich das auch noch auf die Seite. Und wenn ich dann hier diese ganzen Bodenplatten rausgeholt habe, stelle ich den Laser wieder hin und kann mir das hier schön auf dem Boden anzeichnen. Dann werde ich mir so einen Fugenschneider, so einen Betonschneider holen und den ganzen Kram hier ausschneiden, ein paar Mal noch einschneiden und dann mit dem Stemmhammer alles rausballern, was geht. Hier auch einen kleinen Kanal und den Kanal führe ich darüber, nehme die Stütze, dass hier dieses Tableau gut stehen kann. Das ist jetzt erstmal der Plan. Man sieht den Laser jetzt nicht wirklich, weil das Licht an ist. Ich kann es mal ausmachen. Hier kann man es jetzt sehen. Ich muss noch ein bisschen rüber schieben, 63 ist er nicht, er ist 62,8 oder so. Und die Linie geht dann genau hier vorbei, damit ich dort schneiden kann. Vielleicht gibt es auch andere Methoden, aber ich mache es einfach so. Kommt jetzt hier der Kleber drauf. Und dann mache ich hier so einen Strich. Das ist ja auch keine Wissenschaft, da
kann man ein bisschen daneben liegen ruhig mal. Wenn ich das schneide mit der Säge, wird es eh alles ein bisschen, ja, die Maße. Also das sind nur grobe Anhaltspunkte. Alle Platten sind jetzt durchnummeriert, die ich rausholen werde. Dann kann ich die auch wieder gut einsetzen. Und hier die Flecken passen dann auch wieder schön zusammen. Ich räume jetzt die 2 Bühnenelemente weg und dann hole ich mal die Platten alle raus. Und dann kann ich auch mit dem Schneiden beginnen. So schnell geht's. Deswegen habe ich den damals nicht verklebt, sondern nur ineinander geklippt, damit ich den immer wieder rausholen kann. Und jetzt zeichne ich den ganzen Kram an. Diese Striche, die man sieht, das ist der Dreck, der da durchsickert so langsam. Ich sauge das jetzt alles nochmal schön, zeichne an, dann wird geschnitten. So ist er jetzt ungefähr da drauf. Und jetzt muss er noch ausgerichtet werden nach da hinten. Ist jetzt ausgerichtet genau auf den Strich. Und jetzt kann ich den Kram anzeichnen. Jetzt ist alles angezeichnet. Auch die kleinen Kanäle hier und da zur Steuereinheit. Die kommt hier hinter die Säule. Und zusätzlich werde ich hier noch mehrmals einschneiden. Ich denke mal auf die lange Seite, damit ich dann beim Stemmen das immer so umklappen kann quasi. Da ist das Gerät. Schönes Sägeblatt. Und jetzt bereite ich noch ein bisschen was vor. Hier mache ich so eine Spritzschutzwand hin, weil ich nicht weiß genau, wie viel Wasser da rausflitscht. Dann oben Wasser rein und dann schmeiße ich das Ding an und dann geht's ab. Da wird hier ordentlich geschafft. Es hat jetzt ungefähr 4 Stunden gedauert, hier die ganzen Linien reinzusägen. Hier habe ich mehrere Einschnitte gemacht, damit ich mit dem Hammer hier gleich alles rausbrechen kann, gemütlich. Das wird jetzt noch mal ein paar Stunden dauern, da habe ich richtig gar keinen Bock drauf. Jo, so sieht es jetzt aus. Ich wollte das unbedingt heute noch fertig machen, hier die beiden Einbuchtungen. Ich bin ein bisschen im Arsch gerade. Habe jetzt von 10 Uhr, glaube ich, bis, was haben wir, 19:40. Schön durchgeschafft. Wir haben irgendwann so eine geile Technik hier gefunden, dass man immer schön so Blöcke rausmachen kann. Das bisschen hier fehlt noch, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste. Mein Bruder kam noch vorbei und dann ging es natürlich doppelt so schnell. Sonst hätte ich das überhaupt nicht geschafft heute. Aber ich bin jetzt ganz schön froh, dass es alles fertig ist. Meine Hände sind ein bisschen taub. Ich glaube, ich habe hier auch eine fette Blase. Ich merke es noch nicht. Ja, morgen ist Sonntag. Dann werde ich mal schön aufräumen, alles sauber machen hier soweit, wie es geht. Vielleicht mache ich das noch kurz am Sonntag. Weiß ja keiner. Hört ja keiner. Und dann, wenn die Tiefe alles passt, dann werde ich mit der Ausgleichsmasse hier alles voll schütten. Jo, und wenn das ausgeglichen ist, dann werde ich es streichen. Und wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ist hier diese Scheiße aufzuräumen. Ich muss hier, weiß ich, 4-5 Mal durchwischen, komplett nass. Ist hier alles dreckig wie Sau. Das ist kacke. Aber jo, der Großteil ist jetzt erstmal geschafft. Dann geht's gleich weiter.